Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video von agavenbrand.com. Wie ihr seht, bin ich heute alleine und das hat den Hintergrund, da ich gerade dabei bin, ein Blind Tasting vorzubereiten. Und zwar, wir bekommen gleich Besuch von einigen, auch jungen Leuten, die bekanntlicherweise Cristalino Tequilas mögen. Und da wir ja auch hier einen neuen im Shop haben, dachte ich, wir bereiten mal so ein Tasting vor, wo man vorher nicht weiß, was man da gerade probiert. Das heißt, ich präpariere hier gerade die verschiedenen Gläser, wo man dann auf einem anonymen Bewertungsbogen dann seine Eindrücke festhalten kann in einem Punktesystem, und anschließend werten wir das Ganze aus und werden euch dann die Ergebnisse präsentieren. Gut, vorher stelle ich euch aber schon mal vor, was wir im Programm haben. Und zwar hier eine Probe von dem Tequila El Mayor, den wir vielleicht im Shop aufnehmen. Der kommt von den Destilladores de Arandas, ein Hochland-Tequila, ein Jahr im Fass gereift. Dann nicht fehlen darf natürlich der Ur-Cristalino von Don Julio. Einziger, der auch dreimal destilliert wurde und dann in Bourbonfässern gereift. Dann natürlich den Ultra von Herradura, den wir ja auch in einem Video vorgestellt haben, der Herradura-Familie aus der berühmten Braunformen-Distille in Amatitan, ein Lowland-Tequila. Und dann unseren Topseller, den 1800 Cristalino aus dem Hause Casa Cuervo. Das ist ja der Weltmarktführer an Tequila, der aber auch Qualitätstequilas herstellen kann. Und zwar ist dieser hier ein ehrlicher Autoclave Añejo, der bei uns auch sehr gut ankommt. Dann der Neuzugang Los Muertos, ein Hochland-Tequila, auch aus Arandas, der im Autoclave gebacken wurde und auf Reposado-Basis ist. Und dann hier nochmal was Besonderes, Don Ramon. Ich kenne den Blanco, trinke ich auch ganz gerne. Ist eine Distille, verhältnismäßig unbekannt, die aber ein recht hohes Volumen produziert. Und hier handelt es sich dann um einen Añejo Cristalino. Ja, und ja, jetzt, wenn ich mal fertig bin mit der Vorbereitung, dann warten wir mal die Ergebnisse ab und ich empfehle euch, dran zu bleiben. Es wird spannend! So, 8 Probandinnen und Probanden haben intensiv getestet und ihre Eindrücke quantitativ bewertet in einer Skala von 1 bis 6. 1 ist nicht so gut, 6 ist optimal. Hinsichtlich der Kriterien Aroma, Geschmack und Abgang. Und dabei haben wir festgestellt, dass das Team doch sehr unterschiedlich ist, und wir verständigten uns darauf, dass wir die Durchschnittswerte vom Geschmack jetzt beurteilen. Und ich möchte die Ergebnisse nicht vorenthalten. Hier könnt ihr jetzt in der Tabelle sehen. Testsieger ist der Herradura Ultra, gefolgt vom El Mayor. Dann Platz 3 Don Ramon, Überraschung. Dann Platz 4 der 1800 Cristalino aus unserem Shop und Platz 5 der Neuzugang Los Muertos Cristalino. Und die allergrößte Überraschung schlechthin ist, dass der Don Julio 70 an letzter Stelle ist. Wir haben dann nochmal das Preis-Leistungs-Verhältnis einbezogen, weil wir haben ja hier Premium-Spirituosen mit Verkaufspreisen zwischen 40 und über 80 Euro. Und da haben wir dann jetzt den Literpreis ausgerechnet, weil beim Los Muertos handelt es sich ja um eine halbe Liter Flasche. So, da sieht man eben deutliche Unterschiede. Und als Kennzahl habe ich dann mal jetzt was Neues erfunden, das PGV, das Preis-Genuss-Verhältnis. Das erinnert so ein bisschen an den KGV an der Börse für Aktien, ne? Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und zwar das PGV ist einfach
der Literpreis aus dem Einzelhandel geteilt durch unser Rating. Und da sehen wir dann, dass also nach dieser Kategorie der 1800 Cristalino der Preistipp ist. Ja, ist vielleicht interessant, das auch mal abzuwägen beim Kauf. Und darunter haben wir nochmal aufgeführt, was so die Besonderheiten der Herstellung sind, was ja einen starken Einfluss auf Geschmack und Aroma haben kann. Ne? Also Steinofen versus Autoklav versus Diffuser etc. Der Don Julio dreimal destilliert, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, darum haben wir das hier mit aufgenommen. Ja, damit wären wir heute am Ende. Wir werden ähnliche Blind-Tastings in Zukunft auch wieder machen, einfach um mehr dazu zu lernen und sind natürlich dankbar für Tipps und ansonsten wäre es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hasta luego!